Hallo und ganz herzlich willkommen zu diesem Vorschauvideo für den 43. Hafenspielplatz, der unter dem Titel läuft Krokus. Du hast eben gerade im Vorspann schon so ein bisschen gehört, um was es gehen wird bei diesem Hafenspielplatz. Nämlich ich benutze Elemente aus dem Stück Krokus, aus meinem Heft Die Blumenkrone, und improvisiere dann frei mit diesen Elementen. Und genau das möchte ich dir eben vermitteln. Das heißt, wir werden also nicht minutiös das Stück, so wie es im Notenheft steht, lernen. Das finde ich persönlich, kann man machen, aber also finde ich eher langweilig, sondern ich finde ja, es gibt so eine Vielzahl von Krokusarten, Krokusfarben und Krokusformen. Ja? Warum also nicht das Grundelement Krokus benutzen und einfach die Wiesen von verschiedenartigsten Krokussen nur so erblühen lassen? Und dazu möchte ich eben einladen. Ja, was sind das für Elemente? Also wir haben in unserer Basshand ein Muster, ein Bewegungsmuster. Man könnte auch sagen ein Griffzupfmuster, und das ist ein durchlaufendes Muster. Man nennt es Alberti-Bass. Ja? Dieses Muster, das hört nie auf, also das geht nonstop durch. Und dieses Muster, das lernen wir als erstes. Dazu ist wichtig, dass du zum Beispiel diese Technik des Voreinlegens oder Vorplatzierens der Finger, also Fingersätze, Finger vorher schon einlegen und so, dass das für dich nicht total neu ist, das setze ich voraus. Ne? Und dann gesellt sich die obere Hand dazu, und zwar in diesem Fall mit 4 verschiedenen Rhythmusstrukturen. Und wir werden diese 4 Rhythmusstrukturen jede für sich erstmal trainieren, und zwar über Body Percussion, sodass wir erstmal diesen Rhythmus auch im Körper wirklich spüren. Ne? Und dann übersetzen wir das, was wir im Körper schon spüren, auf die Harfe und koordinieren es mit der Basshand, die eben dieses metronomartige Muster spielt, was eben wie so ein Uhrwerk immer durchläuft. Ja? Und du wirst sehen, dass es dann, wenn man das richtig aufbaut, Schritt für Schritt, dann ist es gar nicht so schwer, wie das am Anfang vielleicht anmutet. Ne? Und wir werden dann eben erstmal mit einzelnen Tönen das machen und auch erstmal gar nicht festlegen, was für Töne. Das ist jetzt zum Beispiel eine Rhythmusstruktur, die ich in der oberen Hand immer wieder gespielt habe. Ich habe nur einen Finger benutzt und habe diese Rhythmusstruktur einfach über beliebige Töne laufen lassen. Das heißt, ich bin eigentlich schon in so ein freies Feld eingedrungen. Ich habe ein paar Dinge festgelegt. Die Basshand ist festgelegt, der Rhythmus der oberen Hand ist festgelegt, die Tonfolge hier oben ist aber frei, und da kann ich einfach mich mal treiben lassen. Das ist dann eigentlich der Einstieg ins intuitive Spielen. Ne? Und dann werden wir eben diese 4 verschiedenen Rhythmusstrukturen, die werden wir erstmal auf diese Weise üben. Und dann werden wir vielleicht in der Basshand auch mal die also andere Akkorde spielen, nicht immer nur S-Dur, sondern auch mal andere Akkorde. Dann klingt das zum Beispiel so. Ja, also ich kann dann halt nach einer Weile in der Basshand einfach mal die Position wechseln, habe ich einen anderen Akkord und damit plötzlich wieder eine andere Farbe, so wie die Krokusse eben auch so viele verschiedene Farben haben. Genau. Das alles werden wir experimentell erforschen und auch so ein bisschen natürlich vielleicht auch mal einen Blick drauf werfen, zu welchem Akkord passen eigentlich vielleicht welche Töne besonders gut. Dafür bekommst du auch wieder schriftliches Kursmaterial, wo alle diese Rhythmusstrukturen schriftlich aufgeschrieben sind und auch die Akkordsäulen, also welcher Ton passt zu welchem Akkord, gehört zu welchem Akkord oder welche Töne gehören zu welchem Akkord. Sodass du, wenn du dann ein bisschen bewusster Töne suchen möchtest, die auch passen, hast du da eine Hilfestellung. Genau. Du brauchst eine Harfe in S-Dur,
Also alle Klappen unten, oder wenn du keine Klappen hast an deiner Harfe, müsstest du sie eben nach S-Dur stimmen. Wenn du noch blutige Anfängerin oder Anfänger bist, ist es wahrscheinlich ein bisschen zu herausfordernd, möglicherweise. Ja, probieren kann man es immer. Und da du ja den Mitschnitt dann auch dauerhaft zur Verfügung hast, kannst du ja dann auch später immer wieder drauf zurückgreifen und dir Dinge, die vielleicht jetzt noch zu schwierig sind, dann später holen. Ähm, die Anzahl deiner Seiten ist egal. Du kannst mit jeder Größe, also selbst die kleinste Harfe kann mit dieser Grundidee, mit dieser Krokusidee mitspielen. Ja? Anmelden kannst du dich, ich habe es hier wieder verlinkt unter dem Video, da, wo du eben dann dich anmelden kannst, um teilzunehmen an diesem Kurs. Und was ist sonst noch zu sagen? Eigentlich nichts. Ich freue mich, wenn du dabei bist und wenn du den Krokus sprießen lässt. Und jetzt spiele ich noch ein bisschen für dich mit den Krokusideen.